Normales Wasser, warmes Wasser, kaltes Wasser, normales Wasser. Wo laufen denn jetzt hier wieder die Kois? Wo fängt man denn jetzt am Kupfersee auf aktuelle Köder am besten Kois? Ich teste gerade selber. Ich muss natürlich jetzt auch erstmal gucken, wo geht denn jetzt wieder was, wo die Wassertemperatur jetzt im Moment gerade wieder normal ist am Kupfersee. Also normale Wassertemperatur, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt wieder hingehen zum Kupfersee und neu testen. Bedeutet neue Aromen testen, neue Spots testen und gucken, was wo an welchem Spot funktioniert. Und hier funktioniert zumindest gerade schon mal der F1-Karpfen. Der ist mir gerade reingeschossen hier als Trophy. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Ding. Und ich teste hier gerade verschiedene Aromen. Und ja, jetzt ist hier natürlich die große Frage, welches Aroma funktioniert. Dafür habe ich natürlich auch eine Futtermische verwendet, allerdings eine neutrale Futtermische. Wir hatten ja in den letzten Wochen auch im Livestream mehrfach Futtermischen getestet, also im Kollektiv getestet, schön im Livestream mit mehreren Anglern, immer die gleiche Futtermische und sind dazu einigen Ergebnissen gekommen. Kann man damit schon viel arbeiten? Ich würde sagen, noch lange nicht. Nach den ganzen Tests sind wir zumindest zu dem Ergebnis gekommen, dass so eine Futtermische vielleicht gar nicht unbedingt direkt nach dem Köder gebaut werden muss. Und der Riesenvorteil, wenn ich jetzt so eine neutrale Futtermische verwende, ich teste hier jetzt gerade schon die 5. Aromatik und das eben immer mit der gleichen Futtermische. Das bedeutet also, wenn ich hier eine Futtermische baue, die jetzt speziell vielleicht gerade auf Banane ausgelegt ist und ich habe in der Futtermische komplett nur Banane drin und es ist alles nur Banane in der Futtermische, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es auf Lachs gerade nicht so gut funktioniert, wenn ich also dann den Lachsköder hier reinschmeiße. Weil ja alles nur voll ist mit Banane am Spot. Sollte ja klar sein. Wenn ich hier allerdings mit so einer neutralen Futtermische reingehe und dann erstmal teste, wo denn was funktioniert, mit ganz vielen verschiedenen Ködern, habe ich natürlich die Möglichkeit, den gleichen Spot eine ganze Stunde lang oder noch länger mit ganz vielen verschiedenen Ködern zu testen und weiß dann irgendwann, was funktioniert. So sieht es gerade aus. Also ich bin jetzt ungefähr 20 Minuten hier an dem Gewässer, teste auch schon verschiedene Spots. Das ist jetzt hier der 3. Spot, an dem ich gerade bin. Und ich warte auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig lang, sondern werfe alle 3 Routen raus, teste ein wenig, warte ein bisschen ab. Wenn da nichts funktioniert, wenn da nicht eine Reaktion kommt, dann gehe ich eben auch direkt weiter. Und jetzt hier an der Stelle kommen zumindest Reaktionen und das ist schon mal wichtig und das gibt schon mal ein ganz gutes Zeichen. Zack, das nächste Teil, jawohl. Und das ist jetzt hier eine Kombination aus den Aromen, die ich gerade schon erfolgreich getestet habe. Und zwar teste ich gerade Gewürz und ich teste gerade Lachs. Und beides in Kombination liefert hier gerade den Kohaku. Das ist doch schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Also mit der Kombination Gewürz plus Lachs liefert gerade hier mit der neutralen Futtermische, einfach schon mal den ersten schönen Koi, beziehungsweise den zweiten Koi. Ein kleiner Orangi Ogon ist auch schon da, gar nicht so schlecht. Ja, und wie gerade schon gesagt, eben auch hier der F1-Karpfen mit Karte übrigens auch. Das ist natürlich auch zusätzlich nochmal ganz schön auf Kombination Lachs 14 mit Lachs-Mais. Also Pop-Up 14er Lachsboilie und Pop-Up Maiskorn Lachs. Und das liefert hier jetzt wohl ab und zu auch mal den F1 hier an der Stelle. Das Ganze ist relativ knapp ausgeworfen, nur auf 10 Meter. Also ich will gar nicht so ganz weit raus, sondern teste jetzt hier erstmal so in diesem Uferbereich. Hier unten in der Area bin ich. Habe auch schon hier vorne den Bereich komplett getestet, also hier und hier. Und jetzt einfach nochmal ein paar Meter weiter gelaufen. Und dann teste ich vielleicht nachher nochmal hier in dem Bereich und hier nochmal in dem Bereich. Also einfach immer so ein paar Meter weiterlaufen. Man sieht ja hier immer, wo ein bisschen was aussieht. Ne, guck mal, so eine Stelle hier sieht doch schon so direkt so aus, als ob da auch schon die Fische sind. Von daher kann man da auch einfach mal reinwerfen und testen.
wenn man natürlich eine passende Futtermische hat. Und die gucken wir uns jetzt erstmal an. Also erstmal das Setup. 3 verschiedene Kombinationen, immer schön gleich hier mit einem 1er Haken, relativ normal sozusagen für das Gewässer. Dann mit kleineren Boilies, wir wollen ja jetzt hier nicht direkt die ganz großen Fische, sondern einfach nur 15er, 16er Boilies, reicht komplett. Und dann eben hier die verschiedenen Aromen, also Gewürzmischung hier, Gewürz als Mais und Hot Devil. Und das zweite Setup, wie gerade ja schon gesagt, mit 14er Lachsboilie bzw. Lachs-Maiskorn und Lachs als Dip. Ja, und die dritte Kombination hier mit dem Kohaku, gerade umgebaut, weil eben diese beiden, also zum einen hat Lachs funktioniert, zum anderen Gewürz, also beides hat funktioniert. Deswegen jetzt hier in Kombination einfach mal Gewürz mit Lachs als Maiskorn und dann nochmal Hot Devil und dann gucken wir mal, wie das hier gleich noch weitergeht. Was bisher nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel die Ananas oder Kokos und Sahne hat auch noch nicht funktioniert. Trotz allem lohnt es sich natürlich, andere Aromen immer wieder zu testen. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Aroma raus, wo die Frequenz nochmal besser ist, wo vielleicht nochmal mehr seltene Kois reingehen. Das muss man natürlich immer testen. Von der Futtermische ist es so, die ist hier jetzt so zusammengebaut, beziehungsweise ich glaube, ich kann die auch nochmal eben zeigen. Hier, genau, das ist die Kombination. Hier fehlt jetzt noch die Vanille. Warum diese Futtermische? Wir hatten die Original-Standard-Karpfen-Futtermische getestet an dem Gewässer und das im Livestream mit ganz vielen Anglern und kamen zu einem sehr, sehr guten Ergebnis mit der Original-Futtermische. Allerdings ist dieses Mischfutter hier, also dieser Mischfutterbeutel, den man am Windenbach kaufen kann, als Basis sozusagen, nochmal interessanter und das auch speziell für die Koi-Karpfen, denn wir haben hier eine Vielzahl verschiedener Aromen drin und diese Vielzahl der verschiedenen Aromen finden wir auch immer wieder in Beschreibungen für Futter für Koi-Karpfen. Also wenn man sich im Internet informiert, wie eine Koi-Karpfen-Futtermische aussieht oder was Koi-Karpfen gerne fressen, kriegt man immer wieder Informationen, dass sie eine super breite Spanne an verschiedenen Aromen fressen, von Gemüse zu Obst, von süß zu muschelig, also es gibt ganz, ganz viele Aromen, die eben fressen. Ja, und hier, wie gesagt, kann man das einigermaßen gut erkennen. Vielleicht kannst du sogar Russisch lesen, dann siehst du das hier vielleicht sogar noch besser. Mit dem Handy, wenn man das so ein bisschen übersetzen lässt, kann man das nur schwer lesen, denn die Buchstaben hier sind dann doch ein bisschen verschwommen. Aber es kommen so einige Informationen dann doch noch hier raus. Ja, das als Basis und dann haben wir hier natürlich auch einfach nochmal, wie die Original-Futtermische zusammengebaut ist, also Mais und Fliegenmade. Das ist eben original, genauso wie unten die Vanille. Auch das ist Original-Karpfen-Futtermische. Zusätzlich habe ich jetzt hier noch einmal Reis mit drin und auch noch einmal die Nussmische, also nochmal einen fettigen Faktor, der die Futtermische dann vielleicht noch mal ein bisschen reichhaltiger gestaltet und schon haben wir jetzt hier schön unterschiedliche Aromen. Im Großen und Ganzen allerdings alles in Richtung Karpfen plus eben hier dieses Mischfutter, was noch mal richtig weit streut. Also diese Futtermische, die habe ich jetzt auch noch mal in ganz großen Mengen hergestellt, denn die werde ich jetzt regelmäßig immer wieder testen und immer wieder zusammen mit den verschiedensten Ködern ausprobieren, denn sie klappt tatsächlich richtig, richtig gut, gerade fürs Testen. Und hier geht es auch noch direkt weiter. Sehr gut. Kann auch gerne noch weiter laufen hier. Ich bin gespannt, was hier noch... Oh ja! Was hier noch alles Schönes reingeht. Gerne mehr von den seltenen Kois. So darf der Kescher gerne gleich weiter aussehen. Also das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Ja, und das Ganze hier auf 10 Meter geklippt. Also direkt wieder raus. Der war jetzt hier komplett auf Gewürz. Und dann bin ich ja echt gespannt, wie das hier noch weiter läuft. Und wenn das so weiter gut läuft, dann werde ich hier auch später mit größeren Boilies reingehen. Dann geht natürlich die Frequenz nach unten, aber dafür fängt man dann vielleicht mal einen deutlich größeren Koi-Karpfen. So viel dazu, ab zum Kupfersee und einfach auch selber testen und auch gerne im Discord teilen, was bei dir am besten funktioniert hat. Link zum Discord ist unter dem Video und ansonsten Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten
nächsten Video. Bis dahin, Petri.